Hallo Leute, da bin ich wieder, diesmal aus Goslar. Ihr wolltet, dass ich mal nach Goslar fahre. Nur es ist ein bisschen spät geworden, deswegen mache ich mal ein paar Aufnahmen nachts und morgen gibt es dann bei Tag. Aber es ist ein irgendwie seltsamer, komischer Bahnhof. Hier ist die Straße, hier sind sofort die Schienen. Irgendwie seltsam. Aber schaut euch mal an, was es hier alles RE kommt schon. Alles nach dem Intro. Bis gleich. Gerade angekommen. Hier ist der Parkplatz. Habe ich mich mal hingestellt. Und sofort hier auf der Seite sind die Schienen. Bisschen seltsam, aber okay. Mal gucken, was mich hier alles erwartet. Ja. In Niedersachsen. Goslar müsste eigentlich noch zu Niedersachsen gehören, wenn mich nicht alles täuscht. Da vorne ist auch schon der Zopp. Also ihr habt mir richtig schmackhaft gemacht. Kommt mal hier hin, kommt mal hier hin. Hier gibt es schöne Busse, Züge und. Ja, jetzt müsst ihr mich mal davon überzeugen. Mal schauen, was gleich noch zu sehen gibt. Da oben kann man schon sehen, was fährt denn hier alles? RE. Noch nicht mal ICE und so. Leute, wo habt ihr mich wieder hingebracht? So, wir gucken erstmal alles im Dunkeln an. Morgen gibt es dann eine ausführliche Bericht bei Tag. Da kommt schon so was Schönes hin. Ja, ist kein Diesel, oder? Doch, das scheint auch Diesel zu sein, Leute. Ja, hier sind auch keine... Ja, hier ist auch wieder alles Dieselbetrieb. Okay, wenn das der Bahnhof ist, ja, das ist ja gar nichts. Ah, die haben hier auch ein Reisezentrum, der ist da hinten. Vielleicht haben die auch so einen Haupteingang oder so. Kann ja auch sein. Aber schaut mal, was ich hier gesehen habe, Leute. Ein VDL Dreiachser. Auch nicht schlecht. Ganz selten. Ja. Und hier steht noch so ein schöner Citaro. Aber der VDL hier mit 3 Achsen so lang. Okay. Mal gucken, was hier noch ankommt. Ich denke mal, morgen früh wird ein bisschen mehr sein. Aber ich wollte das jetzt mal auch bei Nacht mal euch alles zeigen. Fängt auch gerade an zu regnen. Ich habe mir auch schon ein Hotel gebucht, weil ich komme von Erfurt und so. Das ist immer noch meine Strecke, die ich hier abgefahren habe. In 2 Tagen 4, 5 Städte. Ja, deswegen bleibe ich mal hier in Goslar. Ja, so schaut's aus hier. Werde jetzt Busfahrerin. Okay, warum nicht Busfahrer? Die machen direkt schon Werbe für Busfahrerinnen. Ach, hier vorne steht ja auch noch was. Das geht ja hier noch weiter. Ich nehme alles zurück. Es ist doch ein großer Bahnhof. Ah, hier geht's dann noch weiter. Gut, dann mache ich morgen früh weiter, wie es da drin aussieht und so. Bleibt gespannt. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, wir werden einiges zu sehen bekommen. Das war jetzt der Vorgeschmack abends. Die fahren wieder raus, die Busse da hinten. Leute, ich nehme jetzt schon mal was auf, was ich sehen kann. Wer weiß, ob ich morgen welche sehen kann. Nicht, dass sie auf einmal nicht fahren oder so. Aber die haben hier wirklich sehr schöne Busse. Ne? Bei Nacht sieht das natürlich alles auch ganz anders aus. So einen schönen Citaro. Da vorne steht auch noch. Die haben gemischt hier. Ich habe einen Solaris gesehen, ich habe VDL gesehen. Mercedes MAN meine ich auch gesehen zu haben. Ja, aber morgen im Hellen können wir noch besser sehen. So, mal gucken, ob im Dunkeln hier noch was kommt. Ich habe auch schon gerade gegessen. Schön Döner. Der macht ja schöner. Ne, hier ist nichts. Hier tut sich nichts. Aber hier sehe ich gerade hier so eine Abzweigung. Vielleicht sehen wir ja morgen richtig viel, wie die hier von 2 1 werden und so. Die Gleise wie in Miesbach. Mal schauen. Dann bis morgen.
Guten Morgen aus Goslar. Jetzt sieht es doch wieder ganz anders aus. Gestern haben wir das ja alles bei Nacht gesehen, Leute. Und tagsüber sieht natürlich alles ganz, ganz anders aus. Hoffe ja, dass wie gestern Abend richtig schöne Busse hier kommen. Hier sehen wir zum Beispiel einen schönen Solaris mit einer schönen Lackierung, wollte ich sagen, aber ist ja eine Werbungfolie gewesen. So, jetzt schauen wir uns alles mal im Tageslicht an. So sieht's aus. Gestern bin ich da ja nicht reingegangen, weil von der anderen Seite kommt man auch wieder raus. Das ist nur dieses Gebäude auf der Seite. Ich laufe nachher auch noch rüber auf die andere Seite, um euch dann auch noch die andere Seite von diesem älteren Gebäude zu zeigen. So schaut's aus. Die Taxis und so sind direkt hier vorne, wenn man rauskommt. Hier direkt vor dem Hauptgebäude sind zwar auch Haltestellen, das ist aber noch nicht der Zopp. Der Zopp befindet sich ja auf der anderen Seite. Ganz da hinten, da laufen wir gleich auch hin, sind sehr wahrscheinlich entweder Reisebusparkplätze oder die Netflix, wollte ich schon sagen. Die Netflix-Busse, jo. Geht das auf hier? Ja. Oh ja. Nichts los. Reisezentrum zu. Und diesmal haben wir den 30.12. Ich bin immer noch unterwegs mit meiner Tour. Ja, hier drin ist ja gar nichts los. Ja, und hier geht es auch schon wieder raus. Brauchte man theoretisch gar nicht hier reinlaufen. Ah, hier war wohl vielleicht irgendwie mal ein Geschäft, ist auch zu. Oh, da kommt doch gerade hier schon direkt am Gebäude hier rein ein Zug. Ja, und hier kann man auch schon direkt wieder raus zu den Gleise. Aber wenn es draußen mal regnet oder so, hat man die Möglichkeit, geht die Seite auch auf hier? Ja. Hat man die Möglichkeit, sich hier aufzuwärmen. So, wo kam der denn jetzt her, der Kollege hier? Ah, von der Seite. Einfahrt RB 85 nach Bad Harzburg über Oker. Abfahrt 9:18 Uhr. 9:18 Uhr. Bei der Einfahrt. Oh, hier hat sich gerade was getan, oder? Was war das hier? Ja, irgendwas hat sich hier gerade getan. Scheiße, ich habe es nicht gesehen. Gleich kommt, glaube ich, noch ein Zug. Oder der wurde angekündigt. Eins von beiden. Auf jeden Fall, irgendwas hat hier geklackert. Ich weiß jetzt nur nicht, was. Auf der 1 haben die gesagt, kommt gleich noch eins angefahren. Ja, da ganz hinten kann ich schon sehen. Der wird wohl hier auf diesem Gleis kommen. Deswegen hat er hier die Weichen schon wohl anders gestellt, damit er hinten rausfahren kann. Ja, da kommt jetzt einer reingefahren. Jawohl, da kommt er auch schon an. Ich denke mal, hier werden nur Regio-Züge fahren. Ja. Der wurde auch gerade angekündigt. Laufen wir mal schön an ihm vorbei. Ich weiß natürlich wieder nicht, was für ein Modell oder Modellreihe das ist. Ich höre das nur, dass es ein Dieselzug ist. Ja. Ich habe gerade gesehen, die fahren wohl wieder rückwärts zurück. Der andere Kollege war am Schlafen oder so. Auf der Seite saß der gerade drin. Okay, vielleicht hat er Ruhezeit. Aber ich laufe jetzt noch mal vor um das Stellwerk. Vielleicht kann ich das gleich noch sehen, wie der umgestellt wird oder so. Ah, der ist schon schneller wie ich. Okay. Aber vielleicht können wir es trotzdem noch sehen. Mal gucken, wie er lang fährt. Schaut mal unten. Ja. Mal gucken, ob die sich gleich wieder zurückstellen hier. Weil irgendwas hat nämlich gerade geklackt. Und oben könnt ihr auch noch mal sehen, diese Signaltafeln oder wie das heißt. Mal gucken, ob das gleich wieder hier knackt oder so. Könnt ihr sehen da oben. In Miesbach, da hatte ich das ja auch schon mal aufgenommen. Der fährt erstmal da hinten weiter. Ah, von hinten von der Brücke, da könnte ich auch Aufnahmen machen. Ah, auf der Seite hat es jetzt geklackt.
Die Dinger hier, mal gucken, ob der auch klackt. Jetzt, wo man drauf wartet, natürlich nicht. Ja, ne, hier sind sie geblieben, aber auf der Seite sind sie weg. Das war auch das Klacken, was ich gerade gesehen hatte wohl. Egal, lassen wir die Klacke. Doch, irgendwas war doch jetzt, habt ihr gehört? Ich konnte jetzt wieder nicht sehen, was, aber das waren hier diese Sachen. Okay, wir laufen mal weiter ohne Klacken. Also gestern Abend war hier mehr los. Deswegen habe ich mal ein paar Aufnahmen lieber gemacht. Ich habe irgendwie das im Gefühl gehabt, dass heute nicht allzu viel los sein wird hier. Aus dem einfachen Grund, weil erstens noch Ferien sind. Zweiter Grund, weil eben halt Jahreswechsel bevorsteht. Da ganz hinten sehe ich noch 2 Busse, da können wir auch mal gleich hinlaufen. Oder 3 sehe ich da hinten sogar. Und hier fährt jetzt noch so ein schöner Iveco Crossway hier rein. Ja, ich habe auch gemerkt, viel Überland. Viel Überlandbusse haben die hier. Als ob die mich gesehen haben. Die standen da die ganze Zeit. Ich komme hier ran, hat der Motor gestartet. Ja, entweder Zufall oder er sagt, oh, Mehmet OE kommt, nichts wie weg hier, bevor der uns aufnimmt. Ja, da tun sich viele ja schwer, ne, wenn ich mal hierher komme, um mit mir zu sprechen, obwohl die kennen mich, ich weiß das. Oder mal ihren Bus vorzustellen oder so. Naja, egal. So, auf jeden Fall war das ein LE. Ach, der andere Kollege, der ist ja gerade noch da. Hier kann man wohl so drehen. Vielleicht haben die hier drin ja auch ihren Pausenplatz oder so. Mal schauen. Aber was ich noch gesehen habe, die haben hier jede Menge Fachwerkhäuser. Vielleicht laufe ich auch mit euch gleich noch in eine Stadt. Da kann ich euch noch mehr von solchen Fachwerkhäusern zeigen. Da vorne steht auch noch einer hier so rum. Auf der Seite ist alles in Citaro-Hand. Werde jetzt Busfahrerin. Steht auch überall an den Bussen drauf. Und jetzt tut sich ja da hinten einiges, Leute. Guckt mal, was da alles reinkommt. Ja, geht man da mal weg, dann kommen sie alle. Okay. Aber ich bin ja noch eine Weile hier. Mal gucken, was wir hier noch alles sehen werden. Ja, das hier ist ein ganz normaler Citaro. Oh, der Fahrer ist drin. Wollen wir mal direkt wegschwenken. Also wenn ihr mal in Goslar seid, gibt es hier auch Parkplätze. Könnt ihr hier mit dem Reisebus oder so hier parken. Schön zu wissen, wenn ich mal demnächst irgendwann mal mit einer Gruppe hierher kommen sollte. Eins habe ich nur gesehen. In der Stadt solltet ihr, oder in Altstadt besser gesagt, nicht mit dem Bus fahren. Aber das zeige ich euch nachher. Ich laufe da nämlich gleich hin. Da nochmal die Beschriftung, werde jetzt Busfahrerin. Okay, also Busfahrer, Doppelpunkt und dann noch ein in. Ne? Damit man eben halt nur diverse, konnten die da jetzt wohl nicht draufschreiben. So, der Kollege, der fährt jetzt auch zum Einsetzen, denke ich mal. Den sehen wir gleich. Jetzt haben wir die Sonne hier vor uns. Ja, der fährt jetzt auch zu seinem Platz. Ja, da haben die wohl Pause gemacht und er setzt jetzt hier gleich ein. Der Iveco, der steht immer noch hier. Der macht wohl auch Pause, weil der hat sich so rangestellt, dass er raus kann. Aber auf der Seite können natürlich keine Fahrgäste oder so einsteigen. Da vorne kommen jetzt noch mehr. Was sehe ich denn da hinten? Ah, der fährt auf die andere Seite. Okay. Es scheint ein Solaris zu sein hinten. Werde jetzt Busfahrerin, steht aber überall wohl drauf. Okay. Ich wollte eigentlich nur den einen, aber hier steht noch einer. Und zwar ein VDL. Jawohl. Aber ist kein elektrischer, glaube ich. Oben die Aufdeckung, die sieht nur so aus. Denke ich mal. Da hinten kommt aber noch einer. Mal schauen, was hier noch alles kommt.
Ich glaube, jetzt werden wir richtig verwöhnt. Das hier ist ein Citer. Der hat aber auch hier vorne die Assistanten an der Seite, habe ich gerade gesehen. Doch, Citer elektrisch. Das ist ein elektrischer. Theoretisch kann ich hier sitzen bleiben und warten, bis hier Busse kommen. Hier kommen noch einige. Da hinten stehen auch noch welche. Bei dem einen wusste ich nicht, ob das jetzt ein elektrischer ist oder nicht, aber Citer. Ja, aber der ist auch wieder ganz anders aufgebaut. Das ist aber auch ein Solaris Urbino 12, so wie es ausschaut. Aber oben sieht man ja auch den Auspuff, nichts mit elektrisch. Das heißt, die fahren hier auch alle gemischt durcheinander. Jetzt kommt hier noch so ein Solaris gleich hier reingefahren. Jawohl, Bergbaumuseum. Aber schön mit Werbung. Ja. Aber ich laufe mit euch ja gleich nochmal in eine Stadt wegen der Fachwerkhäuser und so. Und vielleicht sehen wir die ja auch da nochmal im Einsatz. Ganz in Gelb kommt hier auch noch ein MAN hier rein. Jawohl. Schaut mal ganz knapp da dran. Oh, ist ein bisschen mit dem Reifen da dran gekommen. Aber er musste das so knapp machen, weil vor ihm... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Habt ihr das jetzt gesehen? Oh Mann. Ja, so sollte man eigentlich nicht fahren. So, ich laufe mal da hinten zu den Reisebusse, warum die da rumstehen. Das hier scheint ein Reisebus oder beziehungsweise auch ein Parkplatz zu sein, wo die hier stehen können. Muss ich mal gucken. Dann hätten wir ja 2 Plätze. Aber auch für einen Bus sieht das zwar hier unten ein bisschen dünn aus, aber vielleicht darf der hier stehen. Ach, die Leute sind auch schon direkt da. Der Busfahrer auch, der guckt schon so komisch. Silvester im Harz habe ich gerade gesehen. Der Bauerreisen, der bringt hier die Leute hier hin. Mit dem schönen Turismo. Ja, es ist ein Busparkplatz. Aber wo ist er hier reingekommen? Weil die Stadt, die ist ziemlich eng eigentlich. Müsste ich mal schauen, wie er hier reingekommen ist. Oder der ist von vorne reingekommen. Ja, bestimmt. Hier gedreht und geparkt. Ja. Ja, der Busfahrer, der muss auch die Rollatoren einpacken, so wie ich das immer mache. Und das ist jetzt hier die Stadt. Da laufe ich jetzt mal so ein bisschen mit euch hin. Hier gibt es wirklich viel zu sehen, Leute. Ich gehe mal stark davon aus, dass mal hier ringsrum hier komplett so eine Stadtmauer wohl war. Hier sind noch so Reste, was man so sehen kann. Ja, wie in Murten. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ich in der Schweiz war? Da war ich ja auch da oben drauf. Da sind noch für die Gewehre und so zum Schießen, zum Gucken. Da war dieses Gebäude bestimmt hier noch nicht da. Aber das meinte ich damit. Schaut mal, ist auch noch so ein Teil von einer Stadtmauer oder so. Wirklich eine sehr interessante Stadt. Was haben wir hier? Deutsche Bank. Okay. Ja, schaut mal, wie viele Fachwerkhäuser da hinten noch sind. Es gibt noch viel mehr, Leute. So, ich laufe jetzt mal mit euch hier in der Stadt so ein bisschen, weil ich wollte euch doch noch was zeigen. So, hier in der Stadt gibt es natürlich auch Haltestellen. Natürlich ist hier noch nichts los am frühen Morgen. Aber hier, wenn ihr mal hier seid, könnt ihr auch ein- und aussteigen in der Jakobskirche. Ja. Ich höre schon das Einheimische sagen, das heißt aber nicht Jakobskirche, Jakobikirche. Ja, für mich ist alles Jakobs. Und direkt an den Kirchen ist ja auch immer Markt. Aber schaut mal, Leute, wirklich sehenswert. Hier gibt es so enge Gassen und überall Fachwerkhäuser ohne Ende. Hier auch wieder so ein schönes, ja. Und da hinten wird es noch enger, enge Gassen und so. Mal schauen, was es da noch so gibt. Schaut mal. Das wäre jetzt eigentlich, wenn wir ein Reisebüro weiter gehabt hätten, eine Reise hier mal anbieten nach Goslar und Umgebung und so. Ja. Für die Senioren bestimmt richtig interessant, sowas mal zu sehen.
Gut, dass ich sowas aufnehmen kann, weil im Moment keine Menschenseele hier ist. Ja, hier sind noch Reste von dem Weihnachtsmarkt. Ist jetzt ja alles vorbei. Hier ist noch mal so eine schöne Kirche. Hab da ein Schild gesehen, Marktkirche. Ich hoffe, die heißt auch so. Ja, aber ich wollte eigentlich noch was anderes zeigen, aber ich finde es im Moment nicht. Genau, für den Jeffrey wollte ich das Brauhaus in Goslar zeigen. Nein, Quatsch. Habe ich gerade zufällig entdeckt. Aber schaut mal, ich kann nicht genug kriegen, ne, von den ganzen Häusern und so hier. Das sieht wirklich super aus. Da vorne auch wieder so etwas Schönes. Aber ist immer noch nicht das, was ich zeigen will. Ich komme da einfach nicht hin. Auch hier mit den ganzen engen Straßen und so gibt es dann natürlich Bushaltestellen. Ja, aber das hier, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Wirklich sehr, sehr schön. Jetzt ist die Frage, kommt der Bus jetzt von da oder von da? Ich denke mal hier von dem größeren, weil hier auf der Seite ist nämlich hier auch die Bushaltestelle mit der schönen Kirche hier. Hatte ich mir fast schon gedacht, hier die kleinen Sprinter, die fahren wohl hier eben halt, wenn es so eng wird und so, kann man hier mit so einem 16-Sitzer hier wohl auch fahren. Hab jetzt echt gedacht, es kommt ein Bus, aber nein, es kommt nur ein DHL-Wagen. Nein, ursprünglich wollte ich euch aber auch hier das hier zeigen. Schaut mal, er baut 1510, ja, bis 58 und dann, keine Ahnung, restauriert oder so. Schaut mal, wie schön und gewaltig das hier alles aussieht. Ja. Leute, ich bin jetzt mal fast 2 Kilometer hier gelaufen, um euch etwas zu zeigen. Bin ich gestern Abend durchgefahren. Breite Tor nennt sich das. Ich weiß noch nicht mal, ob es jetzt das ist. Da müsste rechts und links eigentlich noch so Türme sein. Aber das könnte es sein. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, warum das Breite Tor heißt. Wenn es das hier überhaupt ist. Ich gehe mal näher dran, dann werde ich berichten. Ja, es ist das Breite Tor. Mal gucken. Oh, der LKW, der ist aber auch nicht so breit. Der kommt aber noch da durch, ja. Auch selbst mit 4 Metern müsste man das eigentlich schaffen, wenn man die Kurve hinten kriegt. So, jetzt habe ich auch so eine Geschichte zu Turm des Breiten Tores. Erbaut um 1500 vor Christus. Nee, das ist ja nicht Christus. Seit 1952 Gedenkstätte der Goslarer Patenstadt Krieg und ihre Landgemeinde. Okay. 1950 bis 2000 der Stadt Goslar. 50 Jahre Patenschaft. Okay, so sieht's aus. Genau, das war das. Jetzt bin ich wieder im Bilde, Leute. Schaut mal. Ja. Weil gestern Abend bin ich hier lang gefahren. Ich denke, oh, was ist das schön. Ich dachte, der Bahnhof ist hier. Aber Bahnhof war ja ganz woanders. Da ist auch dieser... Ach, diesmal ist das... bei uns sagen wir ja... Bürgerbus zu, aber das ist hier der Kleine, der fährt dann hier eben durch die engen Gassen und so. Ja. Ich laufe aber gleich wieder zum Bahnhof hin. So schaut das hier aus. Wirklich sehr, sehr schön. Ja. Gestern bin ich auch hier reingefahren. Ah, da kommt auch noch ein schöner Bus hier raus. Jawohl, die 803. Wo kam der jetzt her? Von da. Das heißt, ich kann auch eine Abkürzung jetzt nehmen. Hier geht es dann bestimmt zum Bahnhof. Auf dem Weg zum Bahnhof habe ich hier was entdeckt. Schaut mal, Leute. Türkische Fahne, Mercedes-Stern. Ja, aber das ist doch ein Lada oder wie heißen die? Mal gucken, vielleicht steht das hinten noch drauf oder so. So ein ganz altes Schätzchen. Das steht nicht mehr drauf, aber ich meine, das wäre hier so ein Lada oder wie heißen die? Hilft mir mal auf die Sprünge, Leute. Leute, ich habe einen Weg gefunden hier hoch und dann hier über diese Brücke, um euch dann das Gebäude von der anderen Seite mal zu zeigen. Ich mache mir die Mühe und zeige euch das mal. Leute, ich bin auch mal auf die andere Seite gegangen, um euch das mal zu zeigen. Von der anderen Seite, wie das von dieser Seite aussieht. Schaut mal, Leute. Ja, auf der anderen Seite, wo wir vorhin standen, ist ja der Zopp. Und von der Seite sieht es dann mit den Gebäuden so aus. Boah, schwieriges Wort wieder.
So, jetzt nochmal eine Ansicht von hier oben. Schön wäre es natürlich, wenn wir gleich hier über diese Brücke einen schönen Zug, der hier gleich reinfährt, sehen könnten. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier 10 Stunden zu warten, bis hier was kommt. Aber das wäre ideal, wenn jetzt hier so ein Zug kommen würde, ne, und dann hier zum Bahnhof reinfährt oder auch von der Seite rausfährt. Ich warte mal ein paar Minuten, versprechen tue ich mal nichts, bleibt gespannt. Das Warten hat sich doch gelohnt, Leute. Wunderbar. Ja, ungelogen, ich habe jetzt 1 Stunde drauf gewartet. So, jetzt laufen wir wieder weiter in den Bahnhof und schauen uns weiter die Busse an. Von da oben hatte ich ja aufgenommen, ja, aber ich sehe gerade, im Bahnhof ist auch noch ein Zug. Der fährt gleich an uns vorbei. Hoffentlich braucht er nicht so lange, bis er hier vorbeikommt. So langsam tut sich was. Hier sind ja so Drähte hier, schaut mal. Ja, und da ist so eine Signalanlage. Der hat sich gerade, hört ihr das? Es tut sich was, das heißt, es müsste gleich etwas kommen. Ja. Die bewegen sich immer noch, diese Dinger hier. Das läuft alles elektrisch bestimmt. Die haben hier irgendwie diese Signaleinrichtung hier eingeschaltet, damit man weiß, dass der wohl freie Fahrt hat oder so. Und auf der anderen Seite fahren so schöne Busse da rein und raus und ich kann den nicht filmen. Ja, toll. Ich warte hier auf den einen Zug. Der ist da hinten noch ganz versteckt. Wurde ja auch mal so langsam Zeit. Schaut mal die Weiche. Ja, da kann man genau sehen, wer da reingefahren ist, damit er auf diese Spur ist. Ja. Ein sehr schöner Anblick von hier aus. Der fährt jetzt nach Braunschweig. Ach, da ist er. So, jetzt nehmen wir einen Zug noch mit und dann haben wir, glaube ich, genug gesehen von Goslar. Ja, auch natürlich alles Diesel. Da denkt keiner an Umwelt oder so. Das ist egal. Hauptsache, die Menschen, die müssen ja von A nach B. Ne? Wo soll jetzt hier Strom sein? Wo soll hier etwas sein? Das geht gar nicht anders. Leute, ich habe mal gerade hier geguckt, die ganzen Haltestellen, die hier so sind, und bin davon ausgegangen, dass das tatsächlich, was hier jetzt hier kommt, eigentlich Überlandbusse sind, ja, weil die eben halt in verschiedene Städte hier weiterfahren. Und hinten direkt am Bahnhofsvorplatz, da war ja richtig für Städte, ja, also für Städte sage ich schon, in der City selber. Aber hier so Überlandbusse, hier auch hier der LE und so, ne, die fahren natürlich dann weiter. Ich habe gerade gesehen, Salzgitter, wie heißt das da, Warneburg und sowas alles. Und auch hier dieser Dreiachser, der Citer sogar als Dreiachser. Wow, sehe ich auch zum ersten Mal. Okay, den schaue ich mir jetzt mal näher an. Aber erst lassen wir den mal vorbei hier. Zum Beispiel hier vorne, guck mal, Bad Harzburg über Ocker, Harlingerode und sowas alles. Ja, das sind alles so Überlandbusse. Der Crossway, der verlässt hier gerade hier den Bahnhof. Genau, den wollten wir uns mal anschauen hier. Ein Citer, ja, mit 3 Achsen. Auch nicht schlecht, so ein 17 Meter Bus. Der könnte natürlich nicht hier in der Stadt hier so rumfahren, in der City. Ja. Weil auf der Seite sind eben halt die Stadtbusse. Ja. Hier der Solaris zum Beispiel, hier der gelbe. Davon haben wir ja gerade schon welche gesehen. So, hier können wir noch mal sehen, wenn er gleich hier in die Kurven fährt, wieder hinten ausschwenkt. Sind wohl sehr wahrscheinlich Privatunternehmen. Weihrauch heißt der. Ja, schaut mal. Jawohl.
So Leute, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Hinter mir der Solaris, hoffentlich überfährt er mich nicht. Nein, der fährt da links rein. Das hat euch Spaß gemacht. Man sieht sich natürlich wieder in den nächsten Videos, nächsten Ausgaben von Städten. Das war immer noch ein Video vom letzten Jahr, im letzten Jahr am 30.12. gedreht. Ja, ja, hoffentlich bringt das neue Jahr uns mehr Videos und mehr Glück für alle. Bis dann, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.